Wie spürt man die Intervalle? Es ist nicht auf einmal da. Er macht seinen Job. Vertraut euch selbst. Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute tauchen wir noch einmal in die freie Menstruation ein. Eine Methode, bei der Frauen auf herkömmliche Menstruationsprodukte wie Tampons, Cups und Binden verzichten. Heute möchte ich euch meine Tipps und Tricks weitergeben, wie ihr diese natürliche Methode lernen und sie dann auch stressfrei in den Alltag einbauen könnt. Ich praktiziere die freie Menstruation seit 7 Jahren. Ich bin ein großer Fan davon. Es gibt dazu auch einige Videos auf meinem Kanal, aber ich dachte nach 7 Jahren, vielleicht sollte ich noch einmal über das Thema sprechen. Es ist natürlich keine einheitliche Methode. Was bei mir funktioniert, muss bei dir noch lange nicht funktionieren. Manchmal braucht man mehr Geduld, aber auch mehr Zeit vielleicht auch. Man muss gewisse Dinge ausprobieren, man muss seinen eigenen Weg finden. Jeder Körper ist individuell. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr die freie Menstruation praktiziert. Das würde mich mal interessieren, oder ob ihr schon Erfahrung gesammelt habt. Ich habe schon öfter gelesen, dass einige der Meinung sind, dass sie wegen ihrer starken Periode die freie Menstruation nicht praktizieren können. Das sehen Sie anhand Ihrer Menstruationstasse, die immer voll ist. Bei der freien Menstruation geht es nicht um die Stärke der Periode, sondern dass du auf die Toilette gehst, um dich zu entleeren. Während der Periode, öffnet sich der Muttermund. Ich glaube, das wissen einige. Eigentlich während der fruchtbaren Tage. Er wandert nach oben, ist in der Zeit auch schwer ertastbar. Es kann losgehen, super. Es dauert um die 5 Tage, dann schließt sich der Muttermund und wandert wieder nach unten. In der Zeit kannst du ihn ertasten. Das machen sehr viele Frauen, um zu checken, ob sie ihre fruchtbaren Tage haben oder nicht. Während der Periode öffnet sich der Muttermund erneut, damit sie fließen kann. Sie fließt aber nicht nonstop durch, sondern die Intervalle kommen in regelmäßigen Abständen. Wie oft sie bei dir kommen werden, weiß ich nicht. Bei mir kommen sie die ersten 2 Tage alle 45 Minuten. Dann verlängert sich der Abstand. Hinterher sind es nur 4 Stunden oder so, 4, 5 Stunden. Das musst du für dich herausfinden. Wenn ihr damit anfangen wollt, braucht ihr Geduld, Zeit, Motivation und stressfreie Tage. Ich weiß, dass man die Periode oder dass man sich die Periode nicht aussuchen kann, sie kommt, wann sie kommt, aber manchmal fällt sie ja auf ein Wochenende oder Urlaube, eignen sich auch immer sehr gut, und am besten seid ihr dann auch zu Hause, weil der erste Zyklus kann mega chaotisch und hektisch ablaufen. Ihr müsst euch erstmal reinfühlen, ihr müsst euren Körper kennenlernen, und das funktioniert nicht immer unbedingt sofort, und es kann viel daneben gehen. Das ist dann schon sehr hilfreich, wenn man vor allem einen sicheren Ort hat. Wie lange braucht man, um die freie Menstruation zu praktizieren? Ich lese öfter von 3 Monaten im Internet, bin da aber nicht so ganz gut mit, denn es kommt so ein bisschen auf deinen Körper an. Also wie gut du deinen Körper kennst, wie gut du die Signale deines Körpers wahrnimmst. Es gibt eben Menschen, die spüren, wenn sie krank werden. Sie spüren auch, ob sie eine Erkältung oder Grippe haben. Und dann gibt es Menschen, die können das gar nicht. Und das ist auch nicht schlimm, aber ähnlich ist das bei der freien Menstruation. Wenn du deine Intervalle spürst oder wenn du merkst, da kommt was, bin ich der Meinung, schaffst du das sehr schnell. Vielleicht auch in den 3 Monaten. Ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich die freie Menstruation einwandfrei praktizieren konnte. Also, dass da nicht mal ein Mini-Tropfen daneben läuft. Also ich rede ohne Hilfsmittel, einfach rausgehen, helle Kleidung anziehen und nichts fließt oder nichts kommt. Dafür habe ich ein bisschen länger gebraucht. Aber ich würde schon sagen, dass ich das alles sehr schnell gespürt habe, so mehr oder weniger. Setzt euch da aber bloß nicht unter Druck. Also jeder hat so seinen eigenen Weg vor sich, sage ich immer, wie spürt man die Intervalle? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. In den 7 Jahren hat sich doch einiges geändert. Mittlerweile habe ich ein anderes Gefühl, und mittlerweile kann ich das Gefühl auch besser deuten als damals. Also jede Frau entwickelt ein anderes Gefühl. Es gibt keine klare Antwort darauf. Es gibt tatsächlich Frauen, die haben ein Druckgefühl wie bei einer vollen Blase. Also je mehr sich ansammelt, desto größer wird der Druck auf den Muttermund. Aber es gibt auch Frauen, die sagen, die haben einfach nur ein Ziehen oder so. Die merken, da kommt was. Kennt ihr das, wenn ihr auf die Toilette müsst und ihr haltet es zurück, ihr haltet an, das zieht, ihr spannt eure Muskeln an, so ein bisschen Muskelspannung, Beckenbodentraining, und so ein Gefühl habe ich. Es ist kein richtiges Druckempfinden, aber Step by Step. Es ist nicht auf einmal da, dass ich sage, oh, okay, jetzt muss ich, sondern es entwickelt sich langsam, und dann wird es auch immer intensiver, und zum Schluss
ist dann auch alles warm, also ich spüre so eine gewisse Wärme und dann weiß ich, dass ich auf die Toilette muss. Ich kann es dann noch ein bisschen steuern, hinauszögern, aber ja, jetzt auch nicht so lange, ne? Also ich glaube, da vergehen 5 Minuten, 5 bis 10 vielleicht. Und wenn wir schon bei der Toilette sind, kann ich euch sagen, manchmal muss man mithelfen. Ein bisschen drücken, pressen, ähnlich wie beim Stuhlgang, damit da was kommt. Viele erwarten auch irgendwelche Geräusche, das passiert aber in den seltensten Fällen, bin ich der Meinung, eigentlich gar nicht, denn die Periode ist ziemlich leise, es ist ja nicht die volle Blase, ne? Es kommt ja nicht im Strahl, ne? Aber man braucht ein bisschen Zeit auf Toilette. In den ersten Tagen brauche ich pro Gang um die 5 Minuten, damit sich mein Körper richtig entleeren kann. Und mein Körper sendet mir auch ein Signal, wenn er fertig ist. Und das ist so faszinierend. Also das Ziehen ist weg, ne? Die Anspannung ist weg, die Wärme ist weg. Ich bin dann fertig und dann weiß ich, alles klar. Das habe ich aber auch nicht sofort gelernt. Das ist wirklich ein Learning-by-Doing-Prozess. Es ist schon faszinierend, was der Körper signalisiert oder was der Körper alles macht. Er macht seinen Job. Und von daher kann ich euch empfehlen, vertraut euch selbst, vertraut euren Körper. Wenn ihr den Alltag ein bisschen stressfreier gestalten wollt, empfehle ich euch, wasserdichte Spannbettlaken zu kaufen oder Unterlaken, Blasenschwächeunterlaken oder wie nennen die sich, Inkontinenzperiode. Die halten die Flüssigkeit fern. Also die sorgen dafür, dass die Flüssigkeit nur auf der Oberfläche bleibt und nicht in die Matratze eindringt. Und somit fühlt ihr euch etwas sicherer, denn ihr müsst nicht putzen, ihr müsst die Flecke nicht entfernen. Gibt es mittlerweile, bin ich der Meinung, auch für die Couch. Handtücher sind auch eine gute Alternative. Überall, wo ihr euch hinlegt, hinsetzt. Das habe ich am Anfang gemacht. Einfach ein Handtuch drunter. Einige ziehen auch helle Unterwäsche an, damit sie eben sehen, ob da was daneben gelaufen ist oder nicht. Bin ich damals nicht drauf gekommen. Könnte man aber machen. Als ich damals mit der freien Menstruation anfing, gab es in Deutschland noch keine Periodenslips. Ich habe tatsächlich damals die ersten auf meinem Kanal vorgestellt, die ersten, die es in Deutschland gab. Verrückt, oder? Ich war auch verwundert. Mittlerweile habe ich davon 8 oder 9 und die benutze ich dann, wenn ich keine Zeit habe, wenn ich unter Druck, Stress, Termine, Arbeit stehe oder so. Die kannst du halt auch bis zu 9 Stunden tragen, sogar länger, bin ich der Meinung. Ja. Meine Favoriten auf jeden Fall. Bei der freien Menstruation geht es darum, dass du dir nichts einführst und eben nicht so viel Periodenmüll produzierst, ne? Gerade Einwegbinden und Tampons und die ganzen bedenklichen Stoffe. Der zweite Punkt ist, dass du dich mit der Periode auseinandersetzen musst, dass du deinen Körper steuern kannst, dass du deinen Körper besser kennenlernst und verstehst, dass du nicht unbedingt Produkte brauchst, um die Periode zu überwinden, ne? Oder dass die Periode so nicht überwunden werden muss. Genau. Es geht nicht darum, dass man die freie Menstruation immer praktizieren muss und überall. Überall ist das sowieso nicht machbar. Manchmal hat man die Zeit einfach nicht. Manchmal, ne, geht es eben situationsbedingt nicht. Aber du hast am Ende die Wahl. Man braucht halt die Zeit, man braucht die Geduld und ja, es ist schon cool, sagen zu können, hey, brauche ich nicht. Mein Körper sendet mir Signale. Ich weiß, wie mein Körper funktioniert. Ich hoffe sehr, dass ich euch somit einen kleinen Einblick in die freie Menstruation geben konnte. Vielleicht hat euch das Video weitergeholfen. Vielleicht war es interessant für euch. Und das war's. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht es gut. Tschüss.